Hallo, mein Name ist Thomas Busse. Seit 1985 beschäftige ich mich mittlerweile mit dem Leben und der Lehre Bruno Grönings. Ich kann sehr gut verstehen, wenn man erst einmal sehr kritisch diesem Thema gegenübersteht. Einer der Gründe ist, dass in den Medien meist sehr negativ über Bruno Gröning berichtet wird. Man bezeichnet ihn als Scharlatan, als Wunderheiler, der nur Geld machen wollte und so weiter. Leider sind diese Menschen oftmals sehr schlecht informiert. Sie schreiben das ab, was andere schon geschrieben haben, berichten das, was andere bereits berichtet haben. Ich selbst habe mittlerweile 2 große Dokumentarfilme über Bruno Gröning gedreht, über 100 Zeitzeugen kennengelernt, viele Archive aufgesucht und unzählige Dokumente studiert. In diesem Sinne darf ich wohl in aller Bescheidenheit behaupten, dass ich mich nicht oberflächlich diesem Thema gewidmet habe. Leider ist sein schlechter Ruf auch mit den Handlungsweisen seiner sogenannten Freunden manchmal zu begründen. Ich möchte deshalb betonen, dass wir von unserem Verein gegen jede Art von Personenkult sind, dass wir gegen Fanatismus sind und auch gegen Dogmatismus und so weiter. Bruno Gröning wollte nachweislich nie angehimmelt werden. Das haben mir auch immer und immer wieder die Zeitzeugen berichtet. Sein Wort „Ich bin nichts, der Herrgott ist alles", sagt im Grunde genommen alles. Aber wo Menschen sind, menschelt es. Dass einige Gröning auf einen Thron gesetzt haben, das ist leider so. Dass er falsch wiedergegeben wird, dass er zensiert wiedergegeben wird, ist leider auch eine Tatsache. Dies verzerrt natürlich das Bild von ihm und auch von dem, was er gesagt hat. Dieses Phänomen ist aber leider auch schon anderen Helfern auf dieser Erde passiert, die alles getan haben, dass sie nicht auf einen Thron gesetzt wurden, die alles getan haben, dass sie nicht verfälscht werden, die alles getan haben, um dem entgegenzuwirken. Und dennoch ist es passiert. Es ist ja auch unvorstellbar, was man alles im Namen Christi gemacht hat. Aber Christus hat schon gesagt, dass man an den Früchten einen Menschen erkennt. Und davon konnte ich mich überzeugen, dass viele durch die Lehre Bruno Grönings zu tiefgläubigen Menschen wieder geworden sind. Dass sogar Atheisten zum Glauben zurückgefunden haben. Dass unglückliche, unzufriedene Menschen wieder lebensfroh bejahend geworden sind. Ja, und dass auch Hilfen und Heilungen geschehen. Ich möchte an dieser Stelle allerdings schon ausdrücklich betonen, dass wir nicht vom Arzt- oder Krankenhausbesuch abraten, nicht von Medikamenten oder Therapien. Im Gegenteil, bleiben Sie bitte unter ärztlicher Aufsicht. Hier geht es um etwas Zusätzliches. Man könnte sagen, um eine geistige Dimension, auf die Bruno Gröning hingewiesen hat. Das eine schließt das andere nicht aus. Man könnte sagen, es wäre möglich, dass es sich ergänzt. Bruno Gröning hat auf jeden Fall immer wieder betont, dass er Gott als den größten Arzt der Menschen sieht und dass von ihm eine Kraft ausgeht, die wir Menschen in uns aufnehmen können. Er nannte es das Einstellen auf den göttlichen Sender. Man könnte das am ehesten mit Meditation vergleichen. In der heutigen Zeit wird ja immer wieder mehr bewiesen, gerade auch von Wissenschaftlern, wie wertvoll es ist, wenn Menschen regelmäßig meditieren. In seinen Vorträgen erklärte er dann immer wieder, was wir Menschen tun und lassen sollten, damit diese Kraft so richtig in den Menschen einströmen kann. Er nannte diese Kraft auch Heilstrom. Und wenn man gelernt hat, was man tun sollte oder was man lassen sollte, damit diese Kraft so richtig fließen kann, sind Heilungen auf geistigem Weg tatsächlich möglich. Ich habe selbst an mir erlebt oder auch an anderen Menschen. Man kann natürlich nichts versprechen, aber es ist, ich will sagen, zumindest eine weitere Chance im Leben. Nochmals ein Zusatz zu dem, was Mediziner mit ihren Möglichkeiten tun. Also eine Ergänzung. Das eine schließt sich nicht von dem anderen aus. Also das ist wichtig zu wissen.
Letzten Endes ging es Bruno Gröning aber um die Umkehr der Menschen zu Gott. Das war sein wirklicher Auftrag. Man könnte auch sagen, sein Aufruf zum Prinzip der allumfassenden Liebe. Dass wir Menschen wieder mehr zur Liebe finden sollen, zur Gottes nächsten Selbstliebe, zur allumfassenden Liebe für die Tiere, für die Natur überhaupt. Das war sein Hauptziel. Dass dabei auch damals schon Heilungen geschehen sind, ist passiert. Er hat ja nur Vorträge gehalten, er hat keine Hände aufgelegt, irgendetwas. Das ist passiert. Es sind Kräfte offenbar geflossen, aber das war sein Hauptthema. Er wollte die Menschen, uns Menschen, zur Umkehr zu Gott zurückrufen. Deshalb bezeichne ich ihn auch als einen Propheten der Neuzeit. In seinen vielen Vorträgen, wovon glücklicherweise viele erhalten geblieben sind, weil man sie damals auf Tonband aufnahm, hat er erklärt, wie man Gott einfach wieder näher kommen kann. Ich bemühe mich jetzt seit 1985, das, was Bruno Gröning gesagt hat, umzusetzen, so gut es geht. Und seine Worte, seine Lebensweisheiten, möchte ich sagen, haben dazu geführt, dass sie in meinem Leben mir so sehr geholfen haben, dass ich nicht anders kann, davon zu erzählen. Das muss ja niemand annehmen. Ich will nicht missionieren, unser Verein will nicht missionieren, überhaupt nicht. Aber es ist ich fände es egoistisch, wenn man nicht davon erzählen würde, weil es einem selbst so gut tut. Mein Glaube an Gott und an Jesus Christus ist durch das, was Gröning gesagt hat, größer geworden. Meine innere Zufriedenheit, mein Glück ist größer geworden und eine elementare Basis im Leben, im tiefen Glauben ist größer geworden durch das, was er gesagt hat und wo ich mich bemüht habe, das Stück um Stück umzusetzen. Und so ist es vielen ergangen, nicht nur mir. Ich kenne viele persönlich, die Ähnliches berichten würden. Bruno Gröning hat einen Weg aufgezeigt, wie man zu Gott zurückfinden kann. Es gibt viele verschiedene Wege und jeder muss so seinen Weg finden, hineinfühlen, was für einen das Richtige ist, stimmig ist, was für einen passt. Es gibt auch verschiedene Gröning-Bewegungen. Es gibt also nicht nur den Informationskreis Leben und Lehre Bruno Grönings, es gibt andere Vereine. Und auch hier einfach dorthin gehen, wo man sich wohlfühlt. Meinetwegen auch überall hingehen, wenn man sich an vielen Stellen wohlfühlt. Wir leben ja in der göttlichen Freiheit. Von unserer Seite gibt es da überhaupt kein Konkurrenzdenken. Das finden wir ehrlich gesagt albern, wenn man im spirituellen Bereich überhaupt so einen Gedanken hat. Gehen Sie einfach dahin, wo Sie sich wohlfühlen. Aber das möchte ich schon auch betonen, dass sich Bruno Gröning zum Christentum selber bekannte. In dem Sinne, dass er gesagt hat, leider sind viele Christen gar keine richtigen Christen mehr, weil sie es nicht umsetzen im Leben. Und er hat gesagt, der Mensch sollte das viel ernster nehmen, was Jesus Christus uns Menschen gesagt hat und dass man auf diesem Weg dann auch zu Gott wieder zurückfinden kann. Er war aber tolerant den anderen Religionen gegenüber. Er hat gesagt, mir ist es völlig egal, wie der Mensch zu Gott findet. Hauptsache, er findet zu Gott. Aber wie gesagt, er bekannte sich selbst zum Christentum. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Sollten Sie sich für die Lehre Bruno Grönings nun interessieren, dann können Sie sich gerne auf unserer Homepage informieren oder eine unserer Tagungen besuchen, die wir immer wieder im Jahr veranstalten. Also auf diesen zwei Ebenen arbeitet unser Informationskreis vor allem. Das heißt, die Präsenz mit der Homepage und diese Tagungen. Sie können aber auch gerne eine sogenannte Gemeinschaft besuchen. Dort wird gemeinsam die göttliche Kraft aufgenommen und ausgetauscht, inhaltlich ausgetauscht. Eine Gemeinschaft ist eine private Zusammenkunft von Menschen, die festgestellt haben, dass es sinnvoller ist, sich zu treffen, auszutauschen, gemeinsam Kraft aufzunehmen, um diesen Weg gehen zu können. Das muss man nicht, es ist aber eine Möglichkeit. Auf unserer Homepage finden Sie auf jeden Fall verschiedene
dieser Gemeinschaften. Auch hier muss ich allerdings betonen, dass diese Gemeinschaften völlig frei agieren, also unabhängig von unserem Verein. Wir haben da keinen direkten Einfluss darauf. Von daher können wir auch nicht garantieren, dass das, was dort umgesetzt wird, in unserem Sinne wäre. Auch hier ist es am besten, sich zu überzeugen, wenn man Interesse hat, einfach hinzugehen. Wenn man sich wohlfühlt, gut. Wenn man sich nicht wohlfühlt, es gibt andere Gemeinschaften, dann geht man halt woanders hin. Also immer dort auf sein eigenes Gefühl achten. Das möchte ich abschließend auch noch betonen. Bleiben Sie auf jeden Fall frei auf dem spirituellen Weg. Werden Sie nicht menschenhörig. Glauben Sie mir nicht, glauben Sie keinem, überzeugen Sie sich von allem. So hat es Bruno Gröning auch gelehrt. Es gibt ja den wundervollen Spruch, wer sucht, der findet. Und das wünsche ich jedem, dass er etwas findet, was für ihn im Leben wertvoll ist. Wo man sagen kann, das Leben ist dadurch schöner, erfüllter geworden. Ich kann aus meiner Überzeugung heraus sagen, ein Leben mit Gott ist schöner. Und ich bin von daher dem lieben Gott sehr dankbar, dass er uns immer wieder Helfer schickt, damit wir ihn mehr verstehen können. Gott lässt uns nicht allein. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Liebe und Gute aus ganzem Herzen.